Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ich möchte euch in diesem Video die stärksten Gilden nach der Fusion zeigen, laut Elevator-Liste. Zumindest geht das auf meinen Servern, auf Fusion 9. Auf den anderen Servern, ja, die interessieren mich nicht ganz so krass, deswegen habe ich da auch nicht die Statistiken auf jeden Fall. Das aber erst später im Video. Zuallererst wollte ich ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Und zwar fiel mir das sehr, sehr schwer, muss ich sagen, weil ich das jetzt schon 4 oder 5 Jahre so hatte und ja, ich komme immer sehr selten so aus meiner Haut, sage ich mal, dass ich so Veränderungen so gut hinnehme, aber und zwar geht es halt eben um die Mitgliedschaftsstufen auf meinem Kanal. Ja, der ein oder andere hat natürlich von euch eine Mitgliedschaft abgeschlossen und dem ja, biete ich auch verschiedene Vorteile an auf jeden Fall. Und hier gab es jetzt eine Änderung bei der letzten Mitgliedschaftsstufe. Und zwar der Hyper-Ehren-Mitgliedschaftsstufe. Die habe ich jetzt rausgenommen, aus verschiedenen Gründen. Der erste Grund ist, meiner Meinung nach war das Ganze viel zu teuer. Der zweite Grund war, dass ich ja, diese Leistung jetzt auch nicht mehr wirklich erbringen kann. Das heißt, ich kann euch das sowieso nicht mehr wirklich so anbieten. Und die dritte ja, der dritte Grund ist, ich habe eine sehr, sehr geile Alternative, die ich euch anstatt dessen anbieten kann. Vorerst möchte ich euch natürlich darauf hinweisen, dass das Ganze so oder so nicht nötig ist. Das ist nur für die Leute, die wirklich mich sehr gerne zusätzlich supporten möchten. Ja? Das muss keiner von euch machen, aber es gibt Leute, die das sehr gerne machen möchten und denen bin ich auch sehr dankbar. Und das möchte ich halt jetzt eben auch zeigen. Und zwar habe ich jetzt die Mitgliedschaftsstufe von der letzten Stufe komplett bzw. deutlich reduziert. Vorher waren es halt 25,99 €, jetzt sind es halt 9,99 €. Das heißt, es ist deutlich, ja, ich sag mal, günstiger so in dem Fall. Wie gesagt, das ist halt wirklich nur für die Leute, die halt Bock haben, mich zu supporten. Ne? Übrigens, so eine Mitgliedschaft, da müsst ihr einfach nur so auf meinem Kanal gehen oder unter irgendein Video draufgehen und dann habt ihr halt eben die Möglichkeit, hier unter dem Video Mitglied zu werden. Ja, und dann kommt man halt eben auf dieses Fenster und natürlich bekommt ihr auch ein bisschen was für euer Geld. Ne? Es ist so wie ein Twitch-Abo, ein bezahlter Sub sozusagen. Ne? Ab der normalen Stufe, die biete ich halt schon ab 99 Cent an. So, das ist das günstigste, was ich euch halt anbieten kann. So, ne? Und deswegen ja, viel günstiger geht es halt nicht. Und das ist halt deutlich günstiger als zum Beispiel ein Sub auf Twitch. So, das finde ich halt ganz geil. Da geht es, glaube ich, erst ab 3 oder 4 € oder so los. Das ist auf jeden Fall ganz cool. Hier habt ihr halt eben die Möglichkeit, verschiedene ja, Logos vor eurem Namen zu haben im Chat und im Livestream. Und ihr habt halt eben die Möglichkeit, verschiedene Emojis zu nutzen. Ja? Dann gehen die Mitgliedschaftsstufen halt eben verschieden hoch. Es gibt einen eigenen Rang auf Discord. Man kann Talkrunden joinen, wo ich auch nochmal überlegen muss, ob ich das in Zukunft bearbeiten werde. Im Prinzip ist das auch schon für die Leute, die mich halt eben extra supporten wollen. So, ne? Man kann halt eben das abschließen. Hier habt ihr halt eben eigentlich schon alles so drinne für 1 €. Ne? Alles, was da drüber ist, ist halt eben schon nicht mehr nötig, großartig. Trotzdem wollte ich euch die letzte Stufe nochmal vorstellen, weil ich persönlich die Leistung auch zu 100% euch anbieten und erbringen kann. Und zwar ist das die das Support-Video-Mitglied sozusagen. Und wenn ihr hier halt eben den Betrag ja, aufbringt für diese Mitgliedschaftsstufe, dann werdet ihr halt auch namentlich von mir in einem Video erwähnt, und zwar einmal pro Monat. Persönliches Dankeschön im Abspann einmal pro Monat. Ja. Am Ende jeden Monats lese ich im Abspann alle Mitglieder dieser Stufe im Video vor. Das heißt, falls ihr wirklich bereit seid, diesen Betrag aufzubringen, um mich halt eben ja, zusätzlich zu supporten, dann werde ich auf jeden Fall euch ein Versprechen geben, dass ich am Ende jeden Monats im letzten Video des Monats einmal halt pro Monat, ne,
im Abspann eure Namen im Video einblende und diese dann halt eben auch vorlese. Ja, so seid ihr quasi im Video. Viele wollen auch immer ins Video, wenn ich das so höre, oh cool, ich bin im Video da, ich bin im Video hier, cool, danke, freue mich voll. So, ne, das ist natürlich jetzt halt eben gegen Bezahlung. Dafür lese ich euch halt eben auch noch zusätzlich vor und bedanke mich bei euch halt eben. Und das Ganze passiert halt eben einmal pro Monat im letzten Video des Monats im Abspann. Ja, und das ist auf jeden Fall mein Angebot, mein neues Angebot für euch. Das könnt ihr nutzen, das müsst ihr nicht nutzen, ihr müsst hiervon gar nichts nutzen. Ja, wenn ihr mich ja, kostenlos hier unterstützen wollt, dann reicht das ja schon vollkommen aus, wenn ihr hier ein ganz kostenfreies Abo auf dem Kanal da lasst. Dann kriegt ihr auch schon immer alles mit. Das ist halt eben wirklich nur für die Leute, die halt eben zusätzlich supporten wollen. Und ja, für die Leute ist es halt eben die Information, das ist die neueste Stufe, die ich habe, und höher vom Preis wird es halt jetzt nicht mehr gehen. Ja? Und das ist halt eben meine Leistung, die ich euch dafür dann halt eben auch anbiete. Ne? Deswegen vielen lieben Dank an jeden Einzelnen, der das supportet hier, der mich supportet, der ja vielleicht auch im Video zu sehen sein will. Und genau, wenn wir jetzt quasi, also das nächste Video würde quasi jetzt am 31. Dezember kommen. Ne? In diesem oder an diesem Tag werden halt eben alle Leute auf der Stufe vorgelesen. Ja? Deswegen Dankeschön an jeden, der das macht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann ja, Ende des Monats wieder, falls es Leute gibt, die da halt eben Bock drauf haben, ne? Können das sehr gerne tun. Deswegen. Aber wie gesagt, ich will nochmal erwähnen, das ist natürlich nicht selbstverständlich so, dass, wie gesagt, ihr müsst es nicht machen, das ist nur für die Leute, die halt eben machen möchten so, ne? Da unterscheide ich jetzt, also ich unterscheide generell zwischen keinem, ne, der jetzt hier irgendwie Mitglied ist oder nicht Mitglied ist. Das ist komplett für mich auf einer Wellenlänge, weil ihr schaut unterm Strich alle meine Videos und das ist für mich schon Support genug. Ja. Gut, jetzt kommen wir zur Liste, und zwar hat der gute Tim bereitgestellt und hatte das Ganze mal verlinkt und hat quasi aus den Servern, die in Zukunft gemerged werden, die quasi die Fusion 9 beinhaltet, sind das alle Gilden, die in Zukunft ja auf F9 spielen werden. So, ne? Es gibt ja jetzt halt eben im Januar die ersten Merges von den deutschen Welten. Und ja, F9 beinhaltet halt eben Deutschland 25, also DE 25, also Server, bis Server 37 DE. So, und da sind jetzt alle Gilden quasi aufgelistet, die im Hellevator halt eben eine gewisse Platzierung erhalten haben. Das sind halt die Listen aus dem Hellevator und welche Punkte bzw. Höllenmarken sie gesammelt haben. Also wenn man jetzt hier, das ist quasi schon F9, wenn man jetzt hier das Ganze vergleicht, hier sind halt die Höllenmarken, und das fand ich halt eben sehr erschreckend. Das hatte ich halt gestern im Video ja ganz kurz angeschnitten gehabt. Und zwar fand ich es halt krass, weil ich finde, dass Celtic bzw. S31 aus meinem Empfinden eigentlich schon ein recht toter Server ist. Ja, und deswegen dachte ich, okay, man kriegt ein bisschen competitive, so ein bisschen, sag ich mal, ja, so Gilden, die vielleicht eventuell ja, so ungefähr gleich auf sind, was so die Stärke der Gilde angeht. So, ne? Das muss natürlich nichts heißen, weil ich hatte auch gestern im Video gezeigt, wenn wir jetzt hier reingehen mal, dann sehen wir, ist Celtic im Moment gerade auf Platz 20 IHOF technisch und Last Dawn ist auf Platz 13. Und Last Dawn ist halt auch bei Fusion 9 mit inbegriffen. So, und Last Dawn ist aber hier nur, sag ich mal, auf Platz 3. Sogar noch hinter Wert das Echte. Und Wert das Echte ist halt bei uns auf dem Server mit relativ großem Abstand auf Platz 2. Es kommt hin und wieder mal vor, dass Wert das Echte gegen uns gewinnt. Allerdings halt wirklich, wenn die Sternkonstellation ganz schlecht steht für uns, dann kommt es mal vor, dass Wert das Echte gegen uns gewinnt. Da muss halt aber wirklich viel stimmen bei Wert das Echte. Ansonsten gewinnen wir eigentlich im Regelfall. Ja? Und deswegen habe ich gedacht, okay,
da werden bestimmt jetzt andere Gilden definitiv vor uns landen, aber im Elevator sind wir sogar mit 2 Gilden auf Platz 1 und 2 vertreten von S31 und das fand ich halt sehr krass, dass halt eben die anderen Server noch inaktiver sind als S31. Ja, das ist mir jetzt erst wirklich so richtig bewusst geworden, dass das Ganze so extrem ist, weil der Ehrenabstand ist ja hier schon extrem groß und die Inaktivität macht sich halt hier schon sehr bemerkbar. Man sieht ja anhand der Gilden bzw. die Ehre, wie krass die auseinandergeht. Platz 2, 3, 4, 5, 6, 7, ne? Die haben alle keine Chance gegen Platz 1 so im Moment. Ne? Und ja, deswegen habe ich halt gedacht, okay, ja krass, unser Server ist ja schon so ass, ne? Aber tatsächlich sind wir halt eben noch die aktivsten mit S31 und Last Dawn hat halt hier eben Platz 3 belegt von den Servern, die jetzt auf F9 landen werden, mit 2,9 Millionen Höllenmarkenpunkten, was ja auch nochmal ein guter Abstand zu Platz 2 ist. Deswegen bin ich gespannt, wenn wir gemerged werden, ob die Gilde halt einfach nur nicht so aktiv ist im Elevator. Man muss auch sagen, dieses hat ganz schön abgebaut. Hier minus 100 Plätze ist schon sehr, sehr viel. Wir haben auch ein bisschen was verloren, aber das ist schon krass. Ja, oder ob da halt eben, naja, ja, weiß ich nicht. Es kann ja auch sein, dass, wenn es dann soweit ist, verschiedene Gilden sich auf F9 zusammen fusionieren werden und dann eine Mega-Gilde werden, die dann wahrscheinlich uns den Garaus machen könnte, weil wir halt eben eine voll besetzte Truppe im Moment sind. Also wir haben halt hier nur aktive Spieler gerade drin. Wir hatten den Drainy jetzt leider auswechseln müssen, weil er halt sehr lange schon inaktiv gewesen ist. Haben dafür ein neues Mitglied bekommen. Aber das ja, ist natürlich nicht zu vergleichen mit einem Stufe 680er Account. Ne? Deswegen ist es natürlich ein bisschen schwierig für uns dann die Ränge zu halten und deswegen, wenn in Zukunft ein paar Mega-Spieler von den Servern zu einer krassen Gilde zusammen fusionieren, dann könnte es sein, dass wir dann halt auch eben eingeholt und überholt werden. Aber im Moment scheint das noch nicht der Fall zu sein und deswegen bin ich sehr gespannt, wenn die Fusion dann nachher stattfinden wird, weil die Server, die dort mit inbegriffen sind, die werden zwar sehr inaktive Server haben, aber auf jeden inaktiven Server gibt es auch 1, 2, 3 Leute, die immer noch spielen, seit Jahrzehnten, sogar teilweise noch länger als ich, ne, weil Server ja auch dabei sind, die vor S31 rausgekommen sind und die natürlich auch einen deutlich stärkeren Account haben als ich dann. Und wenn nur 1, 2, 3, 4 Leute davon irgendwie wechseln zu einer anderen Gilde, dann reißt das schon so viel raus, dass halt eben eventuell sein könnte, dass es doch spannend werden könnte auf F9. Aber ich fand es halt sehr interessant, euch das Ganze mal zu zeigen, wie es aussieht. Ja, dass es im Moment zumindest so ausschaut, dass Celtic wirklich krank weit vorne ist, was zumindest den Elevator angeht, ne? Also das fand ich sehr erschreckend. Aber es hat mir erst aufgezeigt, wie wichtig eigentlich wirklich diese Fusionsthematik ist, dass halt wirklich überall eine Fusion stattfindet, weil die Leute das auf den Servern halt auch wirklich bitter nötig haben und brauchen. Ne? Deswegen, ja, auf jeden Fall richtig so. Gut, jetzt findet auf jeden Fall noch im Anschluss die Auslosung statt. Die mache ich ein bisschen später, weil, wenn wir jetzt auf die Uhr schauen, ihr seht, es ist gerade 18:22 Uhr, wo ich aufnehme. Das nehme ich Ganze dann im Anschluss auf, morgen früh dann. Und deswegen jetzt viel Spaß bei der Auslosung. So, Hallöchen. Wir losen jetzt noch ganz schnell den Gewinner für den 2. Dezember aus. Ich wünsche euch ganz viel Glück dabei. Natürlich könnt ihr heute auch wieder an dem Gewinnspiel für morgen teilnehmen. Und wie gesagt, dazu müsst ihr einfach nur einen Kommentar hier unterschreiben. Ansonsten wollte ich euch noch ganz kurz zeigen, es gibt zum ersten Advent einen Code 1-Advent-23. Da bekommt ihr einen Flügeltrank. Und jetzt losen wir das Ganze mal aus von dem Video gestern. Ja, vielen lieben Dank auch für die ganze rege Teilnahme, das weiß ich sehr zu schätzen. Und wir, fangen einfach mal an, würde ich sagen. Ne? Wir haben es jetzt 6:21 Uhr morgens, also es ist auch wieder relativ spät, sag ich mal, für mich. Ne? Und wünsche jedem natürlich wie immer sehr viel Glück.
Und ich würde sagen, pick a winner. Let's go. 3, 2, 1. Es ist diesmal Galaxy KM8WY. Ja, mit einem Herz dabei. Herzlichen Glückwunsch. Sehr kurzer Kommentar heute. Kurz und knackig. Schreib mir bitte bei Discord oder Instagram. Ja, bei ein von den beiden Plattformen werde ich dir auf jeden Fall zurückantworten. GZ, das sind auf jeden Fall deine 50 Pilze. Und natürlich habt ihr morgen alle wieder die Chance auf den nächsten Gewinn. Das war es soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen super schönen ersten Advent. Haut rein und bis zum nächsten Mal.